Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Füllfederhalter des chinesischen großen Herstellers Jinhao vorstellen, und zwar den Jinhao 9035 in Rosewood. Also hier ein Holzfüllfederhalter. Ich zeige euch hier schon mal. Hier kann man so ein bisschen sehen. Sieht sehr edel aus, schlicht gehalten. Und wie immer will ich euch ein bisschen was dazu sagen, was er kostet, wo ich ihn her habe, wie er aufgebaut ist. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Danach sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao 9035. Und zum Schluss ziehen wir wie immer ein kurzes Resümee. Und ich sage euch, wo ihr ihn bekommen könntet, wenn er euch gefällt. Und wenn ihr vielleicht hier jetzt da Gefallen dran gefunden habt nach meinem Video und was ihr dafür ausgeben müsst. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Ach so, ja, und ob ich mir wiederholen würde, das würde ich euch natürlich auch noch verraten. Okay, dann geht es jetzt gleich los hier bei Ink Up Your Pen. Das ist er, der Jinhao 9035 in Rosewood. Den gibt es in verschiedenen Holzarten. Ich habe, wie gesagt, mir Rosewood ausgesucht, weil ich fand die Farbe sehr schön. So ein bisschen ein helleres Braun. Die Maserung hat mir sehr gut gefallen. Also erinnere mich so ein bisschen an den Heritage, den ich schon mal vorgestellt habe. Ihr könnt hier auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Website euch das Video anschauen. Das ist auch ein sehr schöner Holzfüllfederhalter in der Edition Tigerwood. Hat mir sehr gut gefallen und insofern habe ich mir hier diesen auch noch geholt. Ja, dann schauen wir uns mal die Bestandteile an und gucken wir uns mal als erstes die Kappe ab und schauen mal, wie lange es dauert, um die abzuschrauben. Eine Umdrehung, 1,5, ja, 1,3 würde ich sagen. Fast 1,3 Umdrehung, da ist die Kappe ab. Schauen wir uns die Kappe mal an. Da haben wir unten eine Art Kappenband, was so ein bisschen Stabilität verleiht. Ihr seht hier ein Metallabschlussstück in Silbern gehalten. Sehr schön, finde ich. Sie passt gut zu dem Holz. Der Clip, sehr funktional. Mit diesem Kugelkopf hier vorne dran sieht es A, stylisch aus. Und B, ist es auch absolut funktional, weil ihr könnt den überall feststecken und festklicken. Da wird es kein Problem geben. Dann haben wir hier ein Kunststoffgewinde mit einer Kunststoffauskleidung in der ganzen Kappe. Ihr seht aber hier, Metallgewinde auf Kunststoff ist immer so einer meiner Kritikpunkte. Da muss man sehen, wie lange das dann hält. Aber ansonsten muss ich sagen, alles sehr edel, sehr aufwendig verarbeitet. Wirkt wirklich sehr, sehr schön. Ich zeige euch hier nochmal die Struktur dieser Kappe, dieses Holzes, das hier verwendet wird. Auch nirgendwo irgendetwas scharf oder kantig oder sonst irgendwie. Also sehr, sehr schön gemacht von Jinhao. Dann schauen wir uns mal das Griffstück an. Griffstück ist ein Standardgriffstück. Da muss ich sagen, wäre schöner gewesen, wenn wir auch hier ein Holzgriffstück hätten. Aber da hat man sich für ein Standardgriffstück entschieden. Typische Jinhao-Feder mit der, ein bisschen weiter fokussieren, mit der Kutsche drauf, Jinhao und 18K GP Gold-Plated. Naja, also ich sehe hier nicht Gold-Plated. Ich habe schon von einem meiner Zuseher gehört, dass man diese Federn in einer Maschine herstellt und ein paar überzieht man mit einem Gold und die anderen eben nicht, aber trotzdem tragen alle diesen Aufdruck. Inwiefern das so passt, kann ich nicht sagen. Das hat mir einer meiner Abonnenten hier mitgeteilt. Okay, ja, Griffstück hält sich sehr gut, kann man nichts sagen. Dann schrauben wir mal auf. Hier haben wir Metallgewinde auf Metallgewinde. Das ist mit Sicherheit sehr stabil. Sehr gut verarbeitet. Hier nochmal Jinhao gebrandet mit der Kutsche drauf. Nein, nicht mit der Kutsche drauf, halt so rum müssen wir es drehen. Mit der Modellnummer drauf, 9035, Jinhao. Ihr seht das nochmal. Konverter dabei, auch typisch für Jinhao, der auch gebrandet mit Jinhao. Und so wie bei den meisten chinesischen Füllfedernhaltern ist der Konverter mit dabei. Dann kommen wir zum Schaft. Metallgewinde hier. Metallstück sehr sauber hier mit dem Holz verarbeitet. Holz aus einem Stück
kein Kopf am Schaft, sondern der Schaft ist ohne Endstück aus einem Stück gefertigt, rund. Fühlt sich sehr gut an, kann man nichts Negatives sagen. Ja, wirkt solide, wirkt nicht zu schwer, aber liegt gut auch in der Hand. Ja, so viel zu den Bestandteilen. Und dann bauen wir den mal wieder zusammen. Und dann kommen wir als nächstes, wenn ich ihn dann befüllt habe mit Tinte, zu Maßen und zum Gewicht. Maße und Gewicht. So wie der Füllfederhalter hier vor euch liegt, befüllt mit Tinte, ich habe mich für Visconti Sepia entschieden, wiegt er 28 Gramm. Also ihr seht, es ist kein wahnsinnig schwerer Füllfederhalter, aber immerhin auch kein Leichtgewicht. Diese Metallteile machen natürlich da einiges aus. Ihr misst im geschlossenen Zustand 14,2 cm, im Zustand ohne Kappe, also schreibbereit sage ich mal, da misst er 12,6 cm und mit aufgesteckter Kappe, zeige ich euch hier mal, geht auch hervorragend, ihr seht, die fällt nicht ab, da misst er 16,3 cm. Okay, so viel zu Maßen und zum Gewicht. Und dann machen wir jetzt gleich hier mal den Schreibtest. Also, wir haben heute hier vor uns den Jinhao 9035. Das Ganze ist eine F-Feder. Und die Holzfarbe ist Rosewood. Wie gesagt, gibt es noch in anderen Farben, könnt ihr euch dann im Internet und bei AliExpress dann auch mal anschauen. Okay, die Tinte ist Visconti Sepia und das Papier ist wie immer Clairefontaine DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt mal hören, wie der Stift hier über das Papier gleitet. Ich denke, ihr habt es gehört. Die Feder gibt leichtes Feedback, klingt absolut klasse. Wie immer, Jinhao eine tolle Arbeit geleistet, liegt super in der Hand. Griffstück ist nicht zu schmal, es schreibt sich absolut entspannt damit. Feder funktioniert hervorragend. Jetzt haben wir es im Moment offen gelassen, dann machen wir mal schnell das Schreiben. Mal gucken, ob er gleich da ist. Ja, sofort. Also ihr seht auch, Tintenfluss kommt absolut hinterher. Verkehrt herumschreiben. Klingt gar nicht unangenehm. Also aus meiner Sicht, verkehrt herumschreiben ist mehr so eine F-Feder. Und das, was wir hier gesehen haben, ist aus meiner Sicht eher M. Würde mich eure Ansicht dazu interessieren, könnt ihr mir ja in den Kommentaren dann mal mitteilen. Okay, soviel zum schnellen Schreiben und verkehrt herumschreiben. Dann gucken wir mal, ob wir Variationen in die Feder bekommen. Ja, muss man sagen. Also hier, sieht sehr gut aus. Tintenfluss, habt ihr glaube ich auch schon gesehen bei meinem Schreibtest, hervorragend. Also wirklich ein toller Füllfederhalter, muss ich einfach so sagen. Okay, soviel zum Schreibtest und zum Maßen und zum Gewicht. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhao 9035 in der Ausführung Rosewood. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Jinhao 9035, nicht nur 35, Jinhao 9035 in der Edition Rosewood. Zeigen wir euch hier nochmal, so sieht er aus. Mir gefällt das Material. Also dieses Holz sieht wirklich sehr edel aus. Mir gefällt auch das schlichte Design. Alles zusammen
wirkt sehr hochwertig, weil es auch hervorragend verarbeitet ist, muss man einfach so sagen. Der Clip gefällt mir auch sehr gut, weil er ist hier mit diesem Kugelkopf versehen. Ihr könnt es hier nochmal erkennen. Das wirkt minimalistisch, aber ist doch ein Hingucker, finde ich. Weil ansonsten ist der wirklich sehr schlicht gehalten, der Füllfederhalter, aber mit diesem Clip hier vorne dran, ihr könnt es nochmal, wenn ich ihn so drehe, könnt ihr das nochmal sehen, der ist schon recht groß und dieser Kugelkopf, der zieht schon die Blicke auf sich, genauso wie hier dieses Abschlussstück oder dieser Kappenrand hier unten. Also muss ich wirklich sagen, sehr, sehr schön. Schlichtes, funktionales Design. Gefällt mir auch sehr gut. Er liegt gut in der Hand. Griffstück ist nicht zu schmal. Kann man nichts sagen dagegen. Also wirklich ein tolles Stück. Was gefällt mir weniger gut? Ich habe es euch schon gesagt. Griffstück nicht in Holz gehalten, sondern hier schwarze, ja, ich sag mal, Metall ist darunter mit Kunststoff überzogen. Ihr seht es hier. Wirkt jetzt nicht wirklich störend, aber könnte man vielleicht noch besser machen. Und dann habe ich es auch gezeigt, hier zeige ich es nochmal, die Gewinde sind eben hier bei Kappe und Schaft Kunststoff auf Metall. Aber ob das wirklich ein Nachteil ist, das muss man erst über viele Jahre, denke ich mal, beobachten. Aber ich will es nur angesprochen haben, weil ich finde immer Materialwechsel bei Gewinden sind immer eher schwierig aus meiner Sicht. Ansonsten wirklich ein tolles Stück. Ich bin genauso begeistert wie von dem anderen Holzfüllfederhalter von Jinhao, dem in der Tigerwood Edition. Schaut euch das Video an, auch ein toller Füllfederhalter. Ja, würde ich mir wieder kaufen für 10 Euro, kann man nichts falsch machen. Ein sehr guter Füllfederhalter, er schreibt fantastisch. Die Feder ist toll, ich finde, sie schreibt eher wie eine mittlere Feder, obwohl es eine feine Feder sein soll. Finde ich auch gut. Tintenfluss ist hervorragend. Da kann man nichts falsch machen. Ich finde dieses Holzdesign finde ich toll. Ich finde die schlichte Ausführung mit diesem Clip, mit der Kugel vorne dran, finde ich, wirkt toll. Es wirkt sehr edel, sieht alles optisch sehr, sehr schick aus. Und wenn ihr euch den bei AliExpress holt, ich will an der Stelle wieder mal sagen, dass ich weder von Jinhao noch von AliExpress etwas dafür bekomme, dass ich euch die Füllfederhalter dort empfehle. Es ist einfach nur, damit ihr sehen könnt, wo kann ich ihn bekommen und wo kostet er nicht vielleicht allzu viel Geld. Also für 10 Euro seid ihr dabei. Und ja, dann würden mich eure Erfahrungen interessieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.